Glaubst du, das ist möglich für einen deutschen Drucker, wenn man diese Film ansehen, etwas zu lernen? Wir müssen alle lernen. Darum Inspiration zu bekommen, in Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen. Ich bin Andreas Weber und heute in besonders netter Gesellschaft neben meinem Freund Morten. Wir machen ja dieses Format Reithoff und Weber zum 7. Mal in der Zwischenzeit, die 7. Episode. Und wir haben einen Gast, der mir ganz besonders am Herzen liegt, Günther Towas, auch kurz und sportlich GT genannt. Eine wirkliche Größe in unserer ganzen Zunft, wenn es darum geht, das meiste vom Besten hervorzubringen, wie er das selbst sagen würde. Hallo Günther, geht's gut in Gelsenkirchen? Hallo euch beiden. Ja, es regnet gerade im Augenblick und Schalke, das ist nicht weit von hier, ist auf dem 13. Tabellenplatz, aber sonst uns geht's persönlich sehr, sehr gut, ja. Ja. Das freut mich zu hören, Wunderbar. denn in diesen Tagen ist das ja, wenn man es mit Drucksachen, auch mit Verpackungsdrucksachen zu tun hat, über die wir heute intensiver sprechen wollen, in allen möglichen Dimensionen. Es ist kein einfaches Geschäft im Moment, aber ich glaube, das gilt für alle Wirtschaftsbereiche, außer vielleicht im Energiesektor, die sich dumm und dämlich verdienen, aber auch im Verpackungsmarkt, der in Deutschland ein gigantisch großer Markt ist mit über 35 Milliarden Euro Umsatz, da brodelt es dann doch. Die Kollegen vom Verband der papierverarbeitenden Industrie haben zum ersten Mal zum Jahresbeginn 2023 sinkende Umsätze melden müssen und das bei gestiegenen Kosten. Und Günther, du bist ja wirklich lange schon im Geschäft, nicht weil du so alt bist, sondern weil du so früh angefangen hast. Wo liegen derzeit die Schwierigkeiten, will ich nicht sagen, die Herausforderungen aus deiner Sicht? Ja, also ich kann das natürlich erst einmal regional für Deutschland zum Ausdruck bringen. Die Kosten, mit denen wir in der letzten Zeit überschüttet wurden, sind einfach nicht mehr auf das Produkt umzulegen. Das ist leider so in Deutschland. Du weißt ja selber, nehmen wir mal den Strompreis auf der einen Seite. Der eigentliche Strompreis ist eigentlich ziemlich niedrig, aber was von der Politik dort angedockt wurde, wie es auch bei allen anderen Dingen ist, ja, ist einfach nicht mehr auf das Produkt umzusetzen. Und wenn du internationale Marken machst, dann stehst du natürlich auch im internationalen Wettbewerb. Ja, das bedeutet eben, wenn du die großen Marken dieser Welt bedienst, dann bedienst du sie weltweit. Und dementsprechend gibt es sehr viele Vergleichsmomente. Und der am teuersten ist natürlich auch oftmals, wenn er nicht mit einer hervorragenden Qualität besticht, der letzte. So einfach ist das herunterzubrechen. Also das, was in der Politik passiert, und was uns hier alles belastet, ist schon exorbitant und wie du gerade zu Eingang sagtest, auch uns belastet es und wir haben oftmals ein halbes Jahr sehr gut zu tun und dann gibt's einen Break, ja, dann brauchst du nur noch die Hälfte der Mitarbeiter, das ist an dem so, ja, so sieht das aus. Und wenn du sagst, die Qualitätsführerschaft setzt sich dann letztlich doch noch durch, woran bestimmt sich denn eine Qualitätsführerschaft? Ja, Beziehungsweise wie sensibel sind Kunden überhaupt dafür? wir haben ja leider in dieser Richtung ein großes Problem unter dem Gesichtspunkt, das was möglich ist, was man machen kann, dass die Welten enger zusammenrücken. Ich sage das mal so, auch heute ist es noch, der Designer sitzt in Dänemark und der Drucker sitzt in München. Ja, aber der Designer korrespondiert nicht mit dem Drucker in München, was möglich ist und was nicht möglich ist, sondern wo die Freiheiten gegeben sind und die Einschränkung gefragt ist. Ja, heute, wie ihr ja alle wisst, versucht man alles über sogenannte Naturkartons und so weiter zu regeln, aber es ist alles oftmals nicht applizierbar
von dem, was man sich vorstellt. Ja, und der Dialog und der Austausch findet nicht so statt. Das ist aber schon viele Jahre der Fall, wie er eigentlich hätte sein sollen. Man muss eben gemeinschaftlich die Dinge entwickeln. Also unter dem Gesichtspunkt Wissen teilen heißt Wissen verdoppeln, läuft da leider nicht allzu viel. Das will ich einfach so zum Ausdruck bringen. Ja. Und das bedeutet, dass mit einem Markt, die reguliert ist, auch mit den Politiken, wie du gesagt hast, und auch das alles ist vielleicht mehr über Geld als Qualität, dann selbstverständlich wird es so, dass die besten Druckereien, die muss billiger sein, aber im selben Zeit muss die auch Qualität machen und deshalb kann diese nicht so viel Geld verdienen. Ist das eine richtige Konklusion oder ist es, dass man verlieren Arbeit mit die Besten oder wie siehst du das? Ja, die Helden des Kerngeschäfts sind die Controller. Das ist leider so zum Ausdruck zu bringen. Ja, du könntest dich viel mehr weiterentwickeln mit allen Dingen und es bestehen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn du nur im Preis denkst, dann bist du auch nur der Preis. Ich will es einfach mal, das haben wir mal vor kurzem gemacht, ein Poster. Das war wirklich bei mir auch aus einer Frust zu sehen, ja, wo wir gesagt haben, Innovation und Geiz passen nicht in einen Kopf hinein. Das ist halt nicht. Ich will es einfach mal so zum Ausdruck bringen. Das ist die Hand, die mit dem Dollar, ja, und man versucht, die Finger gerade zu bekommen mit der Kneifzange. Ja, und rechts ist dann die Innovation auf der einen Seite. Und Innovation und Geiz passen nicht in einen Kopf hinein. Nein, das ist richtig, ja. Ja, so sieht's aus. Wenn man so es sieht, ich frage, weil ich habe mit ganz vielen Druckunternehmen von Skandinavien gestern geworden in Berlin. Und wenn ich mit diesen Druckereien auch spreche, dann ist die Markt und die Controllers. Aber ich glaube auch, dass wir als Industrie, wir haben nicht genug gemacht, selber zu beeinflussen, die Qualität und die Möglichkeiten, dass wir haben. Wer ist der Bandit in diesem Spiel? Ist es die Politiken, ist es der Controller oder ist es auch unser eigenes Druckereien und der Industrie, das ist nicht gut genug zur Werbung von unseren Qualitäten? Ja, meines Erachtens ist es so, die Druckindustrie, ich meine, da hat ja die Akzidenzindustrie auch sehr stark dran zu leiden gehabt. Ich will das nur so beiläufig betonen. Wir haben auch Beteiligung an Akzidenzdruckereien und so weiter, auch an größeren, auch teilweise gehabt. Und es ist im Grunde genommen ist es so, dass du dich in dem Maße nicht so entfalten kannst, wie du es gerne möchtest eben auf der einen Seite, weil wir müssen mehr in die Öffentlichkeit hinaustreten und nicht, ich sage mal, im Underground, ähnlich wie ein Rohrreinigungsunternehmen agieren. Ja, das, was wir machen, ist wirklich eine tolle Technik und das dürfen wir nicht nur alleine wissen. Ja, das ist ja auch, man beschäftigt sich immer mit den Dingen alleine, man klopft sich gegenseitig auf die Schulter. Das ist, als wenn zwei Friseure sich gegenseitig die Haare schneiden, ja, und sie tragen aber damit nicht zur Volkswirtschaft bei. Ich will es mal so zum Ausdruck bringen, ja. Und das ist an dem so, ja. Und wir müssen mehr in die Öffentlichkeit hinausgehen. Im Augenblick steht die Verpackung ja sowieso eminent im Fokus. Wir sind ja vielfach im Luxusbereich unterwegs, ja. Und Verpackung ist schon mal in erster Linie schon mal schlecht. Ja, und das merke ich ja auch bei einigen Symposien. Wenn wir sind ja sehr viel im Luxusbereich unterwegs, weil wir immer unter dem Motto gearbeitet haben, wo die Augen keinen Halt finden, gehen auch die Füße weiter. Ne? Where the eyes don't stop, the feet goes by. Ja, und so ist das an dem und das wird sich auch immer so halten. Das glaube ich ganz bestimmt. Ja, und dementsprechend müssen wir mehr aufstehen. Ja, und das ist das ganze Thema. Wir sind wer. Ja, wir müssen unseren eigenen Stolz nach draußen bringen, weil die Produkte, die hergestellt werden und die gemacht werden, ohne gedruckte Kommunikation ist nichts
zu verkaufen. Ich habe hier nebenan Aldi, ich habe Lidl. Es ist alles gedruckte Kommunikation. Ja, ja. Und warum gehen wir, ich sage mal, in den Underground, nicht ans Licht, sondern immer in den Underground? Ja, und das ist das Problem. Wir sind wer? Und wir machen Marken. Ja, wir machen Ausdrucksformen. Ja, und wir, ja, Ich habe auch mit dieselben Druckern gestern eine Frage gestellt, weil ich höre, was du sagst, 100% und ich glaube, das ist richtig. Aber wenn ich mit diesem Druck rein auch, ich habe eine Frage, weil du kennst diesen Two Sides von die Papierindustrie und es gibt auch PowerPrint, das ein Magazin ist für die Brandleitung, das muss verstehen, was Druck ist. Und ich glaube, beide ist ganz schlecht in Kommunikation, ehrlich zu sein. Ist es, wenn man eine größere Werte hat und man ganz in vorne steht, wie soll man es tun? Soll man eine Gitarre spielen oder wie soll wir als Industrie eine bessere lass uns sagen, eine bessere Identität mitbringen zum alles. Ich glaube auch, das wird einfacher, junge Leute zum attrazieren zu diesem Industrie, wenn wir besser ist. Aber wie soll wir es tun? ja, man muss mehr an die Öffentlichkeit gehen und wir haben das ja über viele Jahre in eigener Sache, haben wir das ja auch sehr stark gemacht und auch seinerzeit sehr stark unter der Ägide von Adriana Nuneva, die eine ganz tolle Marketingchefin bei Heidelberg war. Das war traumhaft und einfach, ich sage mal, Druck wieder interessant machen, damit nicht heute wieder, wo die Luftfahrtindustrie wieder anzieht, jeder wieder Pilot werden möchte, aber keiner Drucker, ja. Und dementsprechend ist es für uns da von äußerster Wichtigkeit, lauter zu werden, ja, und nicht nur eine Randerscheinung am Markt ist sozusagen. Ne? Ich meine, ihr habt es ja gerade zum Ausdruck gebracht, 35 Milliarden sind ja kein Pappenstiel. Ja, das muss man ja einfach mal so sehen. Ja, dementsprechend, ich sage, wir müssen einfach wieder lauter werden und nicht, dass der eine innerhalb der Industrie immer auf den anderen guckt, weil wir müssen die Öffentlichkeit dazu gebrauchen, letztendlich auf der einen Seite auch Beschäftigung zu bekommen. Das ist eine ganz wichtige Situation für mich. Ja. Und das ist mir alles zu leise. Ja. Ja. Andreas, du hast mit Value Trend Radar, für Jahren hast du versucht, ein ganz anderes Publikum erreichen. Und ich glaube, dass du es ist mit gutem Herz, dass ich sage, dass du ein Provokateur bist, aber wie glaubst du, man soll mit dem Industrie, nicht mit dem Industrie sprechen, aber unsere Industrie bessere Identität haben? Man muss eigentlich das machen, wofür auch Günther Thomas und sein Team steht, Begeisterung stiften. Ich habe immer versucht, die Drucktechnik nicht in den Fokus zu stellen. Das ist ja das, was hauptsächlich läuft in der Kommunikation, weil eine Herstellerindustrie ja da ist, die eigentlich mehr Mitarbeiter beschäftigt, als in der Druckbranche selbst arbeiten. Ja, wenn man Papiersektor noch mit dazu zählt, das sind ja alles riesige Weltkonzerne, die immer nur über technische Details und Verbesserungen mit ihren Kunden reden und das dann auch als Marktkommunikation sehen. Das ist nicht so. Und ich habe, da bin ich wirklich stolz drauf, in den etwas über 10 Jahren, seitdem es Value Trend Radar gibt, über 140.000 Menschen aus fast 160 Ländern in der Welt angesprochen, die sich für das Medium Print interessiert haben, egal was die Tätigkeit war. Und das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner. Der gemeinsame Nenner ist nicht, was wir tun, was wir besser tun können als andere, sondern die Begeisterung für Printkommunikation stiften, eben in einem ganz modernen Kontext. Und was auch immer wieder erstaunt hat, ist die Tatsache, Günther Thomas weiß das auch, dass die Printtechnologieentwicklung eigentlich immer bei allem eine Pionierrolle gespielt hat. Ob es jetzt um die Entwicklung des TCP/IP-Protokolls geht oder PostScript und alles Mögliche, das ist ja etwas, was sozusagen aus diesen höchsten Anforderungen der Printtechnologie entstanden ist und sich dann auch in allen anderen Bereichen der Kommunikation ausbreiten konnte. Also es gibt nichts, wohinter sich
Druckereien verstecken müssen, es sei denn, sie verkaufen sich buchstäblich unter Preis oder wollen sich nur über den Preis verkaufen. Das ist etwas, was nicht funktioniert. Die Begeisterung ist es. Und da muss ich sagen, die Leute, die ich kenne, die auch zu Günter Thomas, er hat ja ein spezielles Atelier entwickelt, das GT Trendhaus 42. Die 42 richtet sich nach der Nummer der Bundesautobahn, die vorbeifährt. Ja. Wer da hinkommt, hat diese Begeisterung. Wir haben zusammen da schon Veranstaltungen gemacht, wo auch viele aus dem Markenbereich kamen. Und das heißt, die Beweisführung ist da, es funktioniert ja. Es müssen einfach nur mehr Leute machen. Oder sehe ich das falsch? Nee. Ich will es einfach mal so zum Ausdruck bringen. Wir hatten ja seinerzeit um die Jahrtausendwende die Idee gehabt, bei einer Druckmaschine, ich bin jetzt mal ein bisschen technisch, bei einer Druckmaschine vorne ein Paket Nägel reinzuwerfen und hinten ein Fertighaus herauszubekommen. Da sind wir in Millionenhöhe, seinerzeit noch zu D-Mark, gefördert worden vom Bundesministerium für Umwelt, ja, diese Geschichten entwickelt zu haben. Und wir nehmen uns einfach für uns in Anspruch, dass wenn es heute überall Langmaschinen gibt, ob die in Dänemark, in Brasilien und überall, wo sie stehen, diese Maschinen sind hier entwickelt worden mit Heidelberg und alle anderen haben nachgebaut. Ja, das bedeutet die Langmaschinen mit 15, 17 Türen, mit allem drum und dran. Wir haben die erste Duopress hier gemacht mit Heidelberg, haben wir diese Maschine vermarktet, die zweite Duopress auch mit Heidelberg. Da ich auch noch letztendlich einige andere Unternehmungen hatte, wurden dort auch solche Maschinen hingestellt. Ja, und es war einfach so zu sehen, das war die technische Seite. Aber was du mit dieser technischen Seite machen konntest, du konntest die Schmetterlinge im Bau, konntest du nach außen hinbringen. Und die Maschinen wurden gebaut nach Kundenwünschen, nach Anmutung, nach Passion, ja, Leidenschaft. Dementsprechend wurden die Maschinen gebaut. Und die Drucker haben vielfach darauf gewartet, was ein Ingenieur baut, der noch nie einen Bogen Papier in den Händen gehalten hat. Sondern du musst das, was die Menschen gern haben, nach außen bringen. Ja? Und das musst du dann treffen. Wir haben immer dazu gesagt, ziel auf das Herz und triff die Brieftasche. Ja? Und dementsprechend war die Situation so, dass der Maschinenbau sich danach richten musste. Auf das Ziel, auf das Herz und trifft die Brieftasche. Und nicht der technische Wirrwarr. Ja? Und so haben wir immer agiert und auch so immer gehandelt. Und daraus entstanden eben, ich sage mal, tolle Marken, die man heute in den Regalen der Luxusindustrie sieht. Das war vorher nicht möglich, das zu drucken. Und so sah es aus. Ja, und dann, wie gesagt, kamen andere Maschinenfabriken und haben das System kopiert. Das war an dem so. Ja. Und ich freute mich über viele Hunderte, Tausende an Besuchen während der Messen und so weiter. Wir hatten hier zu den Messen Tausende von Besuchern. Ja. Und daher kommt es auch, dass wir, ich sage mal, immer unsere Headline haben: Print, Brands and Rock'n'Roll. So war es. Einfach die Leidenschaft, die Emotion und so weiter zu wecken. Und das ist sicherlich, ich sage mal, auch bei vielen Symposien, also ist das manchmal sehr schwer gefallen, Morten, weil du gedacht hattest, zum Abendessen gibt's nur Zwieback. Also es war schon manchmal sehr, sehr trocken. Ne? Ich will's. Ja. Ja, interessant. Und haben Sie meine Frage geantwortet? Wie sollen wir es tun? Ich glaube, dass wenn man sagt, dass man muss etwas tun, dann ist es auch, von wo soll die Geld kommen und wer soll die Arme und Beine sein, für diese Aktivitäten zu machen? Weil ich glaube, dass wenn ich zum Beispiel in den USA sehe, dann geht es zum Beispiel Frauen wie Deborah Korn. Sie haben diesen Frauen in Druck und sie haben diesen International Print Day gemacht. Sie haben Print Across America gemacht. Und ich glaube nicht, dass wir haben selber in Europa, aber ich glaube vielleicht nicht, dass es ganz groß Einfluss hat mit diesen Aktivitäten in den USA anyway. Und deshalb frage ich, weil wir nicht ich habe auch mit Dr. Paul von Verbandsdruck gestern auch gehört und es war so
traurig, was er über die deutsche Industrie gesagt hat, dass ich habe gedacht, okay, wir haben keine Zukunft mehr. Ja. Und ich glaube, dass, was du darüber sprechen, ist, dass wenn wir nicht Vertrauen in unser eigenes Unternehmen und ein anderes Produktion haben, wie sollen wir dann es interessant für unsere Kunden machen? Und wenn wir nicht für Kunden machen, wie können wir für die Societies haben? Und ich glaube, dass alles ist, ich glaube, es war seit 2008, 2009, ich glaube in Dänemark, war es so, dass ganz viele Druckereien hat gedacht, das war die Finanzkrise, das war das größte Problem. Aber ich glaube, dass das größte Problem war, dass ganz viele Leute haben nicht verstanden, dass in 2008, 2009, da war 50% von der Westernwelt war mit Internet. Ja. So Internet war die größte Problem oder Herausforderung für Druckereien, weil als Masskommunikation, dann haben wir eine Shift von lass uns sagen, das von einer Drucksack zum etwas, das war elektronisch, und das haben wir vielleicht nicht schon gelernt und auch haben vielleicht nicht schon diesen Änderungen gelebt und Verstand. Was denkst du hierüber? Habe ich recht? Oder? Ja, natürlich. Ich kann dies nur bestätigen. Also ich will es in der Bestätigung so formulieren. Alle unsere Lehrlinge und Lehrmädchen fahren ab ersten Lehrjahr, gehen sie überall mit auf den Messen. Also ob das Paris ist, Monte Carlo, Mailand, damit sie haargenau merken, was ist. Und an Amerika angesprochen, alle meine Damen, ab ersten Lehrjahr rüber nach Amerika bei Ladies Day. Ja, immer von guten Austauschen und von guten Lernen auf der einen Seite. Das meine ich damit, du musst in die Öffentlichkeit rausgehen. Ich kann das auch nur bestätigen, 2008, 2009. Wir hatten aufgrund dieser gesamten Situation, das ist an dem so, da ging es unheimlich in die Knie. Wir hatten letztendlich, sage ich mal, 60 ganz starke Interessenten, nur allein für die Konfiguration unserer Maschine. 60 weltweit, alle 60 sind storniert worden, weil wegen der Bankenkrise wurde nichts mehr finanziert. Es war an dem so. Also das war schon, ich sage mal, ziemlich mühselig. Aber wie gesagt, du darfst es nicht auf der einen Seite zulassen, dass du mit diesen wunderbaren Dingen und ohne diese Dinge, Print macht Marken, dass du nicht in die Öffentlichkeit hinausgehst. Print macht Marken. Und irgendwo hat man so lange eine Visualität wie bei Print. Das ist an dem so. Ob du das kaufst, ob du das in deine Tasche tust, ob du das wieder auspackst, in den Kühlschrank hineinstellst. Print macht Marken. Und nirgendwo hast du so viel Aufmerksamkeit wie in diesen Bereichen. Das ist an dem so. Ja? Überall begegnet dir Print. Und die Akzidenzdrucker zum Beispiel, die haben ja folgenden Fehler gemacht. Die haben sich immer nur darauf konzentriert, was Kataloge, Flyer und so weiter sind. Aber es hat niemand danach geguckt, dass das irgendwann abgeschafft wird. Ich will es einfach so zum Ausdruck bringen. Ja, und das interessiert heute keinen mehr. Und die Akzidenzdrucker sind sowas von kaputt gegangen. Also wir hatten hier in einem Umkreis 500 Akzidenzdrucker locker, hier in unserem Bereich Gelsenkirchen. Das waren auch alles unsere Kunden für Specials. Ja, die sind alle weg. Und wir haben das gemerkt, erst bist du hinterm Auftrag hinterhergelaufen und dann hinterm Geld. So war es gewesen. Ja? Und das ist alles abgestorben ohne Ende. Wir haben selber eigene große Buchbindereien gehabt. Bei uns wurde, ich sage mal, ob das IKEA-Katalog, Quelle-Katalog, Otto-Katalog. Wir haben überall die Cover gemacht und vielfach die buchbinderische Verarbeitung. Ja, mit riesen Anlagen aus der Schweiz, ich weiß gar nicht mehr, Corona-Binder und was wir alles hatten und so weiter. Und du hast das alles haargenau gesehen, Automobilindustrie und so weiter, ja. Und alle haben dann teilweise versucht, sich in den Verpackungsbereich zu verflüchtigen. Aber, wie du das vorhin zu Eingangs unseres Gespräches gesagt hast, ist es natürlich so, Verpackungsdrucker werden heute in einem erheblichen Maße, werden sie natürlich bestimmt durch Weltkonzerne als auch durch Weltgeldgeber. Und und da haben die mittelständischen Unternehmungen, die wir natürlich auch sehr gut kennen, auch hier in Deutschland, tolle Druckereien, tolle Druckereien, gerade auch im Süden. Und die haben es da sehr, sehr schwer drunter, auch vom Kapital her letztendlich mitzuhalten dabei, um auch weltweit
den großen Kunden und den großen Playern zu folgen. Das ist das Thema. Ja, Aber ich sehe da eine klare Unterscheidung. Das eine ist ja, Akzidenzbereich steht oder hat sich mehr oder weniger in die Ecke der Datenvervielfältigung manövriert. Ja, also es wurde einfach das Trägermaterial, das Substrat genutzt, um Daten zu vervielfältigen. Das kann natürlich durch digitale Medien sehr leicht substituiert werden. Das Paradoxon für mich besteht ja darin, wenn wir Richtung Verpackung, Etiketten, Displays gehen, das sind ja alles Dinge, die sämtliche Bevölkerungsschichten ansprechen. Das heißt, letztendlich ist man ja als Hersteller dieser Drucksachen im Dialog mit der ganzen Bevölkerung. Aber es ist ein stummer Dialog. so sieht's Und aus. das ist das Problem an der Sache, ja, weil ich kenne keine jungen Leute, die nicht begeistert sind für tolle Plakate, für tolle Posters, Postkarten, alles was edel gemacht ist, auch natürlich Verpackungen, ja. Ähm, Und sieh auch, wie viele Unpacking-Videos du hast am YouTube. I mean, ja, genau. die Leute und die jungen Leute sind auch interessiert in etwas, das gute Qualität hat. Ja, es ist interessant, weil man eine Unboxing macht, das von einem neuen Apple-Produkt dann okay ist so fantastisch und es sieht so gut aus. So ich glaube, dass wir haben die richtige die Agenda für was wir hierüber sprechen ist in einem Moment ist es ganz einfach, aber es ist sehr schwer, viele Leute mit diesem Agenda zu sprechen, weil ich glaube, dass wenn man eins zum eins sprechen, dann ist es eine ganz simpel, einfach, ja, Deutsch. Also eigentlich das Paradoxe ist, das was im Verpackungsbereich gefertigt wird, kommt an. Mal unabhängig von Diskussionen, ist es nachhaltig oder nicht, weil es setzt sich halt mehr und mehr durch, dass Print ja doch nachhaltiger ist als jede Form der digitalen Kommunikation. Und letztendlich ist Print beim Verkauf von Produkten aller Art unverzichtbar. Das wird sich auch nicht nehmen lassen. Also wir haben gar nicht das Problem, dass wir nicht genug Argumente hätten pro Print. Es liegt nur daran, es ist so eine stumme Konversation. Und manchmal ist es auch so, vieles wird dann für sich behalten, weil man denkt, wenn es geheim bleibt, hat man einen Vorsprung vor den anderen. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich falsch, oder? Günther, du hast ja auch dich teilweise beschwert, dass deine Ideen geklaut wurden, aber auf der anderen Seite hast du nie ein Problem gehabt, zu zeigen, dass du es letztendlich doch besser kannst als der kopiert, oder? Ja, das ist eben so und das musst du auch jederzeit versuchen. Ich kenne natürlich auch die Gewinner. Alles versteckt sich dann vielfach hinter Ukraine-Krieg, hinter Covid. Auch die Omi, die nur 900 € Rente bekommt, die hat auch Covid gehabt. Ja, ich will das mal so sagen und wir alle auch. Und das waren auch, ich will es mal so sagen, Scheißzeiten. Also ich bin ja nun auch sehr viel, ich sage mal, in der Welt unterwegs und wenn du abends den Düsseldorfer Flughafen um 19 Uhr abgeschlossen siehst, alle Duty-Free-Shops, viele Kosmetikunternehmen machen ja über Flug- und Duty-Free-Shops 50-60% ihres gesamten Weltumsatzes. Das muss man sich ja mal reintun. So, und wenn dann da nichts läuft und auch die ganzen großen Retailer, die haben ja zu 2/3 an den Flughäfen, ja, haben die ja ihre Läden dicht gemacht. Und einer der größten, Heinemann in Hamburg, hat ja 2/3 zu den Zeitpunkten seine Umsätze verloren. Natürlich waren wir auch mit dabei, ja, so. Und du musst es nur überleben können, ja. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, wir sind den Weg gegangen, wir haben uns kleiner gesetzt. Warum? Weil wir somit auch 100% Eigenkapital haben. Und nicht in solchen Zeiten mit 25% Eigenkapital, wenn es gut läuft, und 75%, ich sage mal, Fremdfinanzierung. Ja? Wir haben uns dazu entschieden, das nur noch in Freiheit zu arbeiten und in Freiheit zu investieren. Das war für uns das Allerwichtigste. Und nicht die Größten der Welt zu sein, auf Deutsch gesagt, mit dem Rucksack voll Schulden. Ja? So sah es aus. Und deswegen sind wir frei dabei. Ja? Und wie gesagt, du hattest gerade auch mal das Thema Nachhaltigkeit angeschnitten. Wir sind ja nun sehr viel in Luxusbereichen unterwegs.
Und da wir auch sehr, sehr viel veredeln, ich glaube, in der Welt mit die höchsten Veredelungsstufen überhaupt haben und ja auch Veredelung trendy gemacht haben, da fingen wir ja 1970 mit an, ja, stehen wir natürlich auch im Fokus dieser ganzen Situation. Aber was wir machen, soll immer beim Endkunden bedeuten, also beim Käufer, beim Customer, du bist es mir wert, dass du das Produkt so bekommst. Und ich darf doch dieses Produkt, dass du mir es wert bist, ja, wo ich die Feelings alle verteile und so weiter. Das Produkt kann ich dann doch nicht verteufeln, weil das Verteufeln ist nicht angesetzt dabei. Da wird eine falsche Fütterung vorgenommen und das betrifft ja in einem erheblichen Maße den Verpackungsbereich, den hochwertigen Luxusbereich, während die Gewinner im Grunde genommen ganz, ganz groß zu diesen Zeiten in den letzten Jahren im Wellpapp-Bereich zu suchen waren. Das muss man sich vorstellen. Das waren die Gewinner ohne Ende über Amazon und weiß der Teufel Versand. Und wenn du in einen Supermarkt hineingehst, wenn die einzelnen Produkte ausgepackt werden, die ganzen Umverpackungen, alles Wellpappe und so weiter und so fort, kaschierte Wellpappe. Wir machen ja auch viel im Waschpulverbereich und so weiter. Ja, und das waren die Gewinner, aber die anderen waren die Verlierer. So sah es aus. Und deswegen, ich kann nur sagen, rein wieder in das Licht der Öffentlichkeit und nicht das Image wie ein Rohrreinigungsunternehmen. Ja, immer im Dunkeln oder wie ein Beerdigungsunternehmen. Wer Ansprüche stellt, muss Ansprüche gerecht werden. Wenn wir beim Arzt auf der Pritsche liegen, wünschen wir uns den besten Arzt. Wenn wir im Flugzeug sitzen, den besten Piloten. Was tragen wir dazu selber bei? Und da müssen wir uns die Frage stellen für die Öffentlichkeit. Ja? Und uns nicht kaputt machen lassen von der Nachhaltigkeit, was da für ein Schwachsinn unterwegs ist. Das ist exorbitant und wie man die Welten verteufelt unter ganz falschen Ansätzen. Ich habe mich mal hier bewaffnet mit einer Geschichte auf der einen Seite. Ja? Ich war heute Mittag, ich habe mir da hier, wie heißt nochmal, Putenbrust, ja, nee, Sommerwurst besorgt. Ja? Die ist 14 Tage unterwegs, die Wurst. Dann kannst du sie wegwerfen im Handel und überall. Ja, wie der Handel das natürlich macht im Augenblick. Früher waren hier 125 Gramm drin. Ja, oder 150 Gramm, jetzt geht das teilweise runter bis 90 Gramm, also das wird immer mehr, das ist alles PET. Und wenn du dann, ich gehe mal in den Luxusbereich hinein, was hier an PET ist, da kannst du, ich sag das mal, 10 Jahre lang Parfümmarken mit beschichten, dass du für 10 Jahre Parfüm hast, wie diese Geschichte, die 14 Tage dauert. Das will ich einfach mal so zum Ausdruck bringen. Und da geht man dran im Grunde genommen, ja, wenn du dann hier für 10 Jahre sowas hast auf der einen Seite, da ist die gleiche Umweltverträglichkeit dran wie 14 Tage Blockwurst. Ja, ich will es einfach so zum Ausdruck bringen. Aber es wird alles in einen Topf gesteckt. Das ist so ein Wahnsinn, die Schönheit der Dinge kaputt zu machen. Ja, und das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Problem. Das muss ich einfach so zum Ausdruck bringen. Ja. Und es hat ja auch noch eine andere Wirkung, wenn du hier so eine wunderschöne Verpackung siehst. Das ist ja eine Geschenkverpackung, Taittinger, ne? Also das muss man einfach so sehen. Ja, und das ist wunderbar gemacht. Das haben wir zwar nicht gemacht, aber das ist wunderbar gemacht. Chapeau. Ja, das bist du mir wert. Das ist eine Marke. Dankeschön. Wenn du einmal im Jahr irgendwo zum Geburtstag hingehst, ja, dann gibst du ja keine Pulle XL ab für 3,90 €, sondern das bist du mir wert. Und diese Wertigkeiten alle kaputt zu machen mit allem drum und dran, das finde ich schon vermessen. Und das betrifft dann auch in einem erheblichen Maße, ich sage mal, die guten Kartondrucker weltweit. Und so sieht es aus. Günther, wie erzählst du deine Geschichte zum deine Kunden und Prospekten? Ist das mit Mustern, das du produziert oder mit Kundbeispiel oder wie funktioniert das für dich? Also deswegen habe ich das mal gerade so ein bisschen, waren wir ins Schwitzen gekommen, weil wir ja, wie ihr wisst, umziehen müssen. Es gibt eine ganz neue Situation, ich sage das mal so, wir machen sehr viel in Eigenwerbungen. So, hier ist zum Beispiel eine sehr nachhaltige Eigenwerbung. Ja? Wir nennen das GTM-Verfahren, also das GT-Transfer-Metal-Verfahren. Vielleicht kannst du das nochmal, André, hinten ein bisschen rüberhalten und so weiter. Also das bedeutet, wenn du hierbei PET-Folie einsetzt, so haben wir ein Metal-Verfahren haben wir entwickelt,
wo wir nur die Silberpigmente auftragen. Und die Folie wird wieder aufgewickelt und wird dann recycelt. Und im Grunde genommen, der eigentliche Träger wird dann letztendlich wieder weiterverarbeitet in andere Produkte, ob es Gartenbänke sind und so weiter. Aber das ist garantiert dabei. Ja? Und, aber eben wie gesagt, es gibt dann eben andere Situationen und wir sind da sehr stark in der Werbung drin. Das bedeutet eben, ja, dass wir im Grunde genommen genau das Gleiche in Grün sind das Werbungen auf der einen Seite und Morten, jeder weiß, der sich mit Druck beschäftigt hat, ich habe es von der Pike auf gelernt, es lügt keine Farbe. Ja, vor allen Dingen schwarz nicht. Deswegen machen wir immer, also du hast hier keine Folie, kein gar nichts, keine Folienprägung, trotzdem wir Folienkompanies alles haben, Prägefolien. Man sagt das jetzt dazu Transfer Metal. Ja, so. Und das ist nur gedruckt, dieses nicht Folie? Nein, das ist keine Folie mehr. So, sondern das haben wir alles entwickelt. Wir waren immer sehr stark in der Entwicklung, ob Maschinenentwicklung oder neue Technologien und so weiter. Und genauso als erste deutsche Marke, die alte Marke 4711, da haben wir einen exzellenten Draht zu. Das ist keine Folie mehr. So, da arbeiten wir dran, auch mit vielen anderen Marken. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Es geht nicht mit Verboten und diesem und jenem und so weiter. Und vor allen Dingen eine Anmerkung habe ich immer. Die Menschen haben ja eins immer gemacht, die haben immer produziert, immer in die Welt hinein. Aber was sie nie gemacht haben, sie haben sich nie Gedanken darüber gemacht, wie wird denn das Produzierte abgebaut? Also das heißt, wie kommt das wieder in den Kreislauf rein? Ja, ob das Kartonhersteller sind und weiß der Teufel. Jeder weiß, dass im Becher eine Folie drin ist und sonst würde dir die Suppe auf die Hose laufen. Ja? Und da muss man einfach hergehen. Ich verdiene sehr gut an beschichteten Kartons, die unten, also als Becher und weiß der Teufel. Aber ich muss auch irgendwo für die Entsorgung, muss ich das auch machen. Ne? Wenn du irgendwo nach McDonald's oder irgendwo hingehst und siehst dann, wenn einer eine Viertelstunde isst, ja, dann liegt auf einmal so ein Haufen. Ja, gerade, das muss ich ehrlich sagen, gerade vielfach auch bei den jungen Menschen. Ja, ein Haufen, den sie hinterlassen und auf dem Tisch liegen lassen mit allem. Ja. Dann kannst du, wie gesagt, dann kannst du solche schönen Dinge davon 20 Jahre machen, was da von einem Haufen für eine Viertelstunde Essen da liegen bleibt. Und das ist das Thema. Wir müssen uns differenzieren und nicht von irgendwelchen Schwachmaten, die nichts, auf Deutsch gesagt, sagt man, die im Ruhrgebiet in der Birne haben, ja, uns da, ich sage mal, verteufeln zu lassen und die ganze Industrie leidet darunter. Und da gehe ich auf Deutsch gesagt steil durch die Decke. Ja. Günther, Ja, gut so. Günther, wenn es möglich ist, dann will ich gern mit meinem Filmteam zu dir besuchen, weil wir haben nur online getroffen und ich würde sehr gerne mit dir sprechen und auch ganz viel von den Mustern sehen, weil ich glaube, dass das ist richtig, dass man muss, ich glaube, dass es geht über, dass man muss etwas produzieren, das haben eine Lifespan, das ist nicht nur eine Minute. Aber es muss etwas in die, ich glaube, dass wie Steve Jobs gesagt haben, dass er wollte gerne eine bisschen mit dem ganzen Universum machen. Und ich glaube, dass wir als Industrie, du hast es hier, wir können es hier sehen, dass du und deine Unternehmen, sie tun etwas, das versuchen, die Agenda nicht nur billig, aber auch schön zu sein. Ja, das, wie gesagt, wo man sich umdreht, alles um uns herum macht das. Ja, du kannst viele Sachen, die es vor 10 Jahren gegeben hat, kannst du nicht mehr. Ich stell dir mal vor, der Apple hätte nicht in seinem Design ist der Wirtschaftsfaktor Nummer 1. Ja, Apple hätte vor vielen Jahren nicht umgeschickt die Box mit der Kiste. Die wären heute pleite. Steve Jobs würde es gar nicht geben und so weiter. Du musst dir einfach etwas einfallen lassen, aber nur du kannst es dann nicht verstecken in deinem Panzerschrank. Du musst damit an das Licht der Öffentlichkeit gehen. Und das ist für mich das Wesentliche auf der einen Seite. Wir haben morgen dieses Thema schon mit Andreas Weber und vor kurzem hatte Klaus-Peter Nicolai auch noch einen wunderschönen Artikel geschrieben unter dem Gesichtspunkt, wann stehen wir endlich wieder auf? Ja. Und das kann da alles gar nicht so weitergehen, dass wir uns da selber, letztendlich verstecken. Ja, das geht nicht. Und da bin ich euch sehr dankbar drüber und gern geschehen, Morten,
Du kannst kommen, wann du willst, wenn ich nicht gerade in Afrika bei meiner Kinderstiftung bin. Ja, gern kommen. Wir sagen dazu immer Heimspiel. Ja, und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir mal beginnen und anfangen, als uns selber auf eigenen Kongressen und überall zu beweihräuchern. Ja, so sieht's aus. Aber wir will dir besuchen und eine Film machen und mit dir sprechen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube auch, dass vielleicht war das eine Idee von dir, Andreas, dass wir sollten einen Film machen von Günther, weil du hat Günther gekannt für ganz viele Jahre, ja? Ja, Ja, und ich finde, das ist jetzt gut, dass wir in dieser Runde gesprochen haben und dass möglichst viele Leute das auch erreichen wird, weil wir können jetzt heute feststellen, CMYK lieblos, wie ich das immer nenne, ist einfach tot. Ja, CMYK lieblos. Das sind diese schnell hingerotzten Drucksachen, die ja meistens auch gar keinen Profit mehr bringen. Die sind einfach nur kostendeckend. Hin zu dem, was wirklich Wert generiert für alle und Begeisterung stiftet. Und insofern vielen Dank, lieber Günther, dass du dir Zeit genommen hast und auch du, Morten, weil der Kontakt war ja noch nicht da. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt sozusagen vernetzt sind. Und es war fantastisch, Andreas und Günther. So, ich bin sehr froh, dass wir uns getroffen haben, Günther. So, danke sehr. ich habe auch zu danken. Vor allen Dingen ist es mir ein Anliegen, dass wir letztendlich da in dieser Wichtigkeit, ich sage mal, eine verbreitete Plattform aufbauen können. Ja, wir haben die Kraft dazu insgesamt und dann sollte man das tun. Ja, und das wäre mir, sagen wir mal, sehr, sehr wichtig und eine Herzensangelegenheit. Ich will es einfach so zum Ausdruck. das freut mich sehr. Und liebes Publikum, ich denke, ihr seid auch begeistert. Und unser gemeinsames Motto kann jetzt sein, tue Gutes und rede ganz laut darüber. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an die Runde. Und wir setzen das gerne fort. Alles Liebe. Alles Gute für euch. Und schönen Tag Danke noch. sehr. Alles Liebe, schönes Wochenende. Ne? Hat ja doch noch alles. Tschüss. Bis Gleichfalls. Ja, Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Beide. Tschüss. Tschüss.